Liebst du den Duft von frischen gerösteten Zwiebeln und selbstgebackenem Brot? Dann habe ich heute genau das Richtige für dich. Ein Zwiebel-Dinkelbrot mit Levi-Tomate, ganz ohne Bierhefe, aber mit maximalem Geschmack. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie es geht. Für den Vorteig, der abends hergestellt wird, braucht ihr 50 Gramm aktiver Levi-Tomate, 50 Gramm lauwarmes Wasser und 100 Gramm Weizenmehl Typ 550 oder 1050. Alle Zutaten in einer Schüssel vermengen, bis ein homogener Teig entsteht. Abgedeckt bei Raumtemperatur 8 bis 12 oder 15 Stunden reifen lassen. Der Vorteig ist fertig, wenn er sich deutlich vergrößert hat und Blasen wirft. Ein Tipp von mir, falls dein LM noch nicht ganz aktiv ist, kannst du eine kleine Prise Honig oder Malz hinzufügen. Dieser Vorteig eignet sich perfekt für Brote und Brötchen, die ein mild-säuerliches Aroma bekommen sollen. Dann können wir jetzt sofort loslegen. Als erstes gebe ich natürlich das Levi-Tomate in den Mixtopf rein, was ich ja gestern Abend dann auch schon angesetzt hatte. Das ist jetzt unser Vorteig und dazu gebe ich 250 Gramm lauwarmes Wasser. Stellen wir das einfach auf eine Minute oder eine halbe Minute und gehen dann auf 1 und ja, und dann auf 2, auf 3, dass sich das wirklich alles so ein bisschen vermischt. Und jetzt geben wir die anderen Zutaten rein. Und zwar ist das als erstes so erstmal die Waage 400 Gramm Dinkelmehl. Dazu geben wir 10 Gramm Salz und ein Teelöffel, das heißt ja so 5 Gramm Honig. So sind genau 5 Gramm Honig. Lecker. Und dann brauchen wir noch 10 Gramm Olivenöl. Nochmal auf 0 stellen. Und das lassen wir jetzt auf der Knettaste für 3 Minuten, 3 bis 4 Minuten, machen wir mal 4 Minuten. Wenn der sich nicht so von den Seiten löst, dann geht einfach mit dem Schaber in das Mehl rein und dann könnt ihr hier an den Seiten das alles wunderbar lösen und dann kommt der nachher auch richtig gut aus dem Mixtopf raus, ja. Ein bisschen Mehl auf der Arbeitsfläche geben, ein bisschen verteilen. Und jetzt holen wir unseren Teig raus. Dieses Teil ist wirklich Gold wert. Das braucht man. Wenn der Teig nicht sofort rauskommt, dann dreht man hier einfach so ein paar Mal und dann geht das wunderbar. So ist noch etwas drin geblieben, das hole ich jetzt mit dem Schaber einmal raus. Und den letzten Rest, den holen wir jetzt auch noch raus, gehen einmal auf Turbo. Und dann habt ihr das alles wirklich an den Seiten. Und das kann man dann so wunderbar rausholen. So, jetzt haben wir aber wirklich alles raus. So, und jetzt kneten wir einmal nur noch mal ganz kurz durch. Das ist so ein weicher, geschmeidiger Teig. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich mit LM, also ist das immer super klasse. So, das war's. Ich habe hier die Form schon mal so ein bisschen eingefettet und da gebe ich jetzt dann unseren Laib rein. So. Und den lassen wir jetzt 1 Stunde an einem warmen Ort und werden den dann nachher einmal falten. Da das ja ein Zwiebel-Dinkelbrot wird, brauchen wir natürlich die Zwiebel und die werde ich auch im Thermomix so ein bisschen andünsten.
Und zwar habe ich hier eine Zwiebel, 130 Gramm ungefähr. Die habe ich jetzt geviertelt. Und die einfach in den Mixer reingeben. Ja, das muss hier nochmal ein bisschen schließen. Und wir lassen das jetzt für 5 Sekunden auf Stufe 5. Bitte schön. Also, wer kann es schneller? Der Thermomix. So, wir schieben das einmal alles nach unten, so ein bisschen zur Seite, weil sonst drehen uns die Augen, ja. So. Und da geben wir jetzt einmal 10 Gramm Olivenöl rein. Sind jetzt 16 Gramm geworden. Schließen den Mixtopfdeckel weg. Also den Messbecher weg. Und lassen das jetzt für 10 Minuten Varoma. So, 10 Minuten Varoma Stufe 1. So, Varoma. Und hier können wir das Garkörbchen oben drauf geben. Und das lassen wir jetzt erstmal abkühlen. Das jetzt in den Backofen bei 30 Grad schön abgedeckt und da jetzt drin gelassen. Und jetzt falten wir das einmal. So, das geht jetzt nochmal. Ich lasse es nochmal in den Backofen mit einem Trockentuch, nochmal für 30 Minuten und dann falte ich das nochmal und lasse es danach eine Stunde ruhen und danach noch einmal falten. Aber dann sehen wir uns auch nochmal wieder. So, und schaut euch an, der ist wirklich richtig gut hochgegangen. Und jetzt wird er nochmal gefaltet. Dann hole ich den nochmal aus der Form raus. Gebe da ganz bisschen Mehl drauf und werde den jetzt etwas auseinanderziehen. Ihr könnt hier wunderbar die Bläschen sehen, die sich jetzt hier bilden, wenn ich das jetzt so auseinanderziehe. So, und hier haben wir natürlich unsere Zwiebeln, die ja schon abgekühlt sind. Und die verteile ich jetzt einmal hier auf den Teig. Und jetzt arbeiten wir das ein. So. Im Gärkörbchen gebt ihr genug Mehl rein, ja, dass das auch nicht klebt. So, mit der Öffnung hier, also wo man das zuletzt zusammen gemacht hat, hier, das lassen wir oben, weil wir nachher das Garkörbchen einmal stürzen. Und deswegen machen wir das so, dass die glatte Seite unten ist. Hoppla. Und so decke ich das jetzt ab und lasse das nochmal so circa 4 Stunden an einem warmen Ort. Dann haben wir nachher ein super tolles, knuspriges Zwiebel-Dinkelbrot. Also, der ist super, super aufgegangen, ja. Und den Backofen habe ich auf 230 Grad vorgeheizt. Backblech habe ich auch reingemacht und unten drunter habe ich eine Schale mit Wasser reingemacht. Das muss jetzt wirklich richtig super heiß werden. So, das war das Zeichen, ist heiß geworden. Und jetzt stürze ich das einmal vorsichtig hier auf mein Backpapier. Wunderbar. Und schneide das jetzt einmal ein. Auf das heiße Backblech soll der Teig gegeben werden mit dem Backpapier. So, ich ziehe das jetzt einfach mal hier so drauf. Voilà. Geht super. So.
15 Minuten auf 230 Grad lassen, danach reduzieren auf 20 Minuten, danach reduzieren auf 200 Grad für 20, 30 Minuten. So, dann schauen wir mal, wie das Brot nachher wird. Ja, was soll ich sagen? Ein richtig tolles Brot geworden. Es sieht richtig wie in Italien die Brote aussehen und vom Geschmack her einfach 1A. Also sollte euch dieses Rezept gefallen, würde ich mich freuen auf einen Daumen hoch und natürlich freue ich mich auf eure Kommentare. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Rezept.